Hallo liebe Modellautofreunde, heute ein Vergleichsvideo zwischen den beiden S-Klassen V222 von Norev und natürlich Mercedes. Die ausführlichen Reviews habe ich unten in der Infobox oder hier oben bei dem i nochmal verlinkt. Und jetzt viel Spaß! So Leute, hier seht ihr die Modelle im direkten Vergleich. Rechts das alte Modell und links das Facelift-Modell bzw. MOPF-Version, also Modellpflege. Und wir können schon sehr gut erkennen, den Unterschied zwischen den beiden ist nicht nur, dass das Kennzeichen auf dem Facelift-Modell fehlt, sondern es sind im Prinzip, wie ich schon sagte, die Lufteinlässe. Das sind hier dieser A-Wing mit Chromleiste unten dran, komplett durchgezogen, sieht man hier nicht. Im Kühlergrill haben wir jetzt einen Sensor. Stern sind geblieben auf der Motorhaube. Und wie man erkennen kann, hat sich aber was an den Scheinwerfern getan. Ich zoome mal etwas ran für euch. So, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja. Bei dem alten Modell sieht man hier einen LED-Streifen. Bei dem neuen Modell haben sie für die S-Klasse 3 LED-Streifen gemacht. Ist dann entsprechend abgestuft. Bei der E-Klasse sind dann 2 und bei der C-Klasse nur ein LED-Streifen. So, das ist die Front. Von der Seite könnt ihr jetzt gleich nochmal den Unterschied zwischen den Felgen sehen. Das war das erste Modell und hier die Facelift-Version. Und ihr seht, der Unterschied ist da. Kommen wir zur Heckansicht. Auch hier gibt es Unterschiede, wie ihr sehen könnt. Hier unten bei den Abgasendrohren haben wir hier eine durchgezogene, quasi verbindende Linie aus Chrom. Und hier haben wir die Dinger noch einzeln stehen. Die Endtöpfe, sag ich mal, oder die Auspuffblenden wohl eher. So, im direkten Vergleich, hier wieder die normale Version, hier das Facelift-Modell, kann man bei den Heckleuchten jetzt nicht direkt einen Unterschied erkennen, außer dass man hier im Prinzip auf Voll-LED geht und hier sieht man im Prinzip, die Streifen sind etwas größer. Ist jetzt aber jetzt nicht gravierender Unterschied. Ja? So, gucken wir uns den Innenraum an. Wie man hier oben erkennen kann, sind die Hutablage in einer anderen Farbe bei der alten Version und bei der neuen. Und wir schauen mal rein. So, hier der Innenraum. Wie ihr sehen könnt, ist der bei der alten S-Klasse komplett hell. Also die Mittelkonsole. Und bei der Facelift-Variante sieht man ganz deutlich, die Mittelkonsole ist schwarz gehalten. Wie auch die Armaturenbrettablage hier vorne. Ansonsten ist aber alles relativ gleich, außer man sieht auch hier in den Türverkleidungen, die sind hier schwarz gehalten. Und bei der alten S-Klasse haben wir auch noch hier die Türverkleidungen in beige gehalten. Und man sieht hier am Armaturenbrett noch ganz deutlich, dass die untere Hälfte schon schwarz ist. Und das ist bei der normalen Version bzw. die ältere S-Klasse nicht der Fall. Da ist nämlich auch alles in beige gehalten. Ja? Ansonsten heben die Modelle sich jetzt nicht ab, wie gesagt. Sie haben im Prinzip alles relativ gleich. Außer die Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Panoramadach haben sie auch alle beide. Und insofern, man muss halt entscheiden, will man beide besitzen, so wie ich jetzt. Oder welche von beiden man jetzt schöner findet, soll man eben zuschlagen. Ich persönlich kann mich nicht entscheiden, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde die alte Version der S-Klasse etwas edler, also der Innenraum vor allem, weil der vollständig weiß ist.
bzw. beige. Und ich bin ein Mensch, der präferiert nun mal den beigen Innenraum eines Autos, wenn es auch denn in der Pflege nicht ganz so optimal ist und vor allem im alltäglichen Gebrauch. Also entscheidet euch für ein Modell, falls ihr zuschlagen wollt. Empfehlen kann ich beide. Sie sehen beide schön aus. Und ja genau. Im Prinzip ein echter Sammler wird sich wahrscheinlich sowieso beide Modelle holen. Halt, stopp, noch nicht abschalten. Ich habe noch was gefunden. Und zwar, wie ihr sehen könnt, sind die Sitze bei dem alten Modell sehr glatt. Und hier bei dem neuen Modell kann man gut sehen, dass in der Mitte so eine Riffelung ist. Und das ist mir also jetzt noch aufgefallen. Ja, ansonsten, hat euch das Video gefallen? Gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert mich, klickt die Glocke, damit ihr alle Updates bekommt. Und schreibt gerne einen Kommentar. Habt ihr eine Frage zum Modell oder zum anderen Modell? Wenn ihr eine ausführliche Beschreibung bzw. Review von dem alten Modell haben wollt, habe ich einen Link in der Beschreibung hinterlegt. Oder klickt hier aufs i, da habe ich es ebenfalls nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch das Video nochmal komplett anschauen. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut, schaut euch noch meine anderen Videos an. Ich habe noch ein paar mehr vorgestellt. Es kommen im Laufe der nächsten Wochen und Monaten immer welche dazu. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.